Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Du hast uns hier eine ganze Mappe an Unterlagen geschickt, aber ein Dokument sticht total heraus. Ein 1400 Seiten starkes Geheimpapier. Name: Operationsplan Deutschland, kurz OPLAN-DU. Wir tauchen heute für dich tief in diesen Plan ein, denn er könnte also wirklich nicht nur Deutschlands Rolle in der Welt, sondern auch deinen Alltag komplett verändern. Unsere Mission ist es, zu verstehen, was das eigentlich heißt. Deutschland als logistische Drehscheibe der NATO. Ganz genau. Und der geopolitische Kontext ist hier einfach alles. Seit 2022 redet ja jeder von der Zeitenwende. Aber dieser Plan, das ist die erste wirklich greifbare operative Antwort darauf. Das Ziel, das da drin formuliert wird, ist knallhart. Deutschland soll bis 2029 kriegstüchtig sein. 2029? Das ist ja ein sehr spezifisches Datum. Ja, und das ist auch kein Zufall. Geheimdienste gehen eben davon aus, dass Russland bis dahin militärisch wieder so weit sein könnte, um einen direkten Angriff auf NATO-Territorium zu wagen. Und die Dimensionen davon sind ja also kaum vorstellbar. Die Zahlen in den Dokumenten, die haben mich wirklich umgehauen. Es geht darum, bis zu 800.000 alliierte Soldaten plus 200.000 Fahrzeuge in nur 6 Monaten quer durchs Land zu bewegen. Was bedeutet das denn konkret? Stehen dann auf der A2 plötzlich amerikanische Panzer statt PKWs im Stau? Ja, genau das könnte es bedeuten. Das Konzept dahinter nennt sich Host Nation Support. Und das im Rahmen einer, wie es heißt, Gesamtverteidigung. Das ist der entscheidende Punkt. Verteidigung ist nicht mehr nur Sache der Bundeswehr. Sondern? Sie wird zur Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Warte mal, gesamte Gesellschaft. Das klingt so riesig. Heißt das, mein örtlicher Supermarkt könnte verpflichtet werden, Truppen zu versorgen? Oder ein privater Bauunternehmer muss plötzlich Brücken für Konvois reparieren? Exakt, das ist der Kern. Die Deutsche Bahn, das Technische Hilfswerk, aber eben auch private Logistiker oder Lebensmittelproduzenten werden Teil dieser Verteidigungsarchitektur. Und das geht noch viel weiter, bis in den ganz privaten Bereich. Und hier wird's wirklich interessant, denn das betrifft dich als Hörer ja ganz direkt. Ich bin in den Unterlagen über das Bundesleistungsgesetz gestolpert. Klingt erstmal harmlos, aber was sich dahinter verbirgt, ist schon krass. Der Staat kann im Verteidigungsfall auf private Güter zugreifen. Richtig. Das eindrücklichste Beispiel, das auch in den Quellen genannt wird, sind private Geländewagen, also 4x4-Fahrzeuge. Okay. Die Bundeswehr hat selbst nicht genug davon. Deshalb wird das Kraftfahrtbundesamt, also schon jetzt, Listen über alle in Deutschland zugelassenen Allrad-PKWs. Im Ernstfall könnte dein Geländewagen also eingezogen werden. Mein Auto. Das ist eine Sache. Aber es geht ja nicht nur um Gegenstände, richtig? Ich habe da auch vom Arbeitssicherstellungsgesetz gelesen. Genau. Und das wirft eine wichtige Frage auf. Kannst du zur Arbeit gezwungen werden? Und die Antwort ist, unter bestimmten Umständen ja. Menschen in systemrelevanten Berufen, also zum Beispiel Pflegekräfte, Techniker im Energiesektor, Lokführer, die könnten per Gesetz verpflichtet werden, weiterzuarbeiten. Eine Kündigung wäre dann also nicht mehr möglich. Genau. Das ist auch keine graue Theorie. Das wurde bei der Übung Red Storm Bravo in Hamburg ganz konkret durchgespielt. Okay, das regelt also die Mobilisierung von Material und Menschen, um die Truppen an die Front zu bringen. Aber der Plan, der scheint sich ja auch massive Sorgen über Störungen direkt hier bei uns zu machen. Stichwort Sabotage. Absolut. Eine zentrale Annahme des Plans ist die Bedrohung durch hybride Kriegsführung. Also gezielte Angriffe auf Infrastruktur. Ganz genau. Sabotage an Häfen, Bahnschienen, Kraftwerken, durch eine sogenannte 5. Kolonne oder durch Schläferzellen. Man bereitet sich darauf vor, dass der Konflikt nicht nur an der Ostflanke, sondern eben auch mitten in Deutschland stattfindet. Und was tut man dagegen? Man kann ja schlecht im dicht besiedelten Hamburger Hafen mit scharfer Munition auf, sagen wir mal, verdächtige Drohnen schießen. Auch dafür gibt es schon konkrete Konzepte. In Hamburg wurde das Drohnenabwehrsystem Falke erprobt. Falke. Ja, das ist im Grunde eine große Abfangdrohne, die feindliche Drohnen mit einem Netz einfängt. Ganz ohne Schusswaffen. Es ist übrigens bezeichnend, dass diese Übung von Protesten unter dem Motto »Kein NATO-Hafen« begleitet wurde. Das zeigt die gesellschaftliche Reibung, die diese neue Realität erzeugt. Was nehmen wir also für dich mit aus diesem Deep Dive?
Der O-Plan DO ist viel mehr als ein staubiger Militärplan. Er ist die Blaupause für eine komplette neue Ausrichtung unserer Gesellschaft auf den Ernstfall. Ein Plan, der jeden Einzelnen betrifft, ob man will oder nicht. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den du für dich mitnehmen kannst. Der Plan und die Gesetze, die sollen unsere liberale, freie Gesellschaft schützen. Doch die Werkzeuge, die dafür vorgesehen sind, also die Requisierung von Privateigentum, die Dienstverpflichtung, das sind ja massive Eingriffe in genau diese individuellen Freiheiten. Die entscheidende Frage, die dieser Plan also aufwirft, lautet: Wie viel Freiheit muss eine Gesellschaft aufgeben, um ihre Freiheit am Ende zu verteidigen?